Ich habe da mal wahnsinniges Glück gehabt und die irgendwie für 10 Euro gekauft. Da war ich am schnellsten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Letzte Woche hatten das Dangerous und das Thriller-Album beide Geburtstag und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich heute 3 Thriller und 3 Dangerous-Dinge zeige, die mir besonders gut gefallen. Das ist mal eine etwas andere Kombination, nicht nur Dangerous oder nicht nur Thriller, sondern beides und zwar immer abwechselnd. Fangen wir an mit Thriller. Da kann ich euch diesen Gold Award zeigen. Also das ist nicht wirklich was Michael überreicht wurde, sondern das ist halt was man normal im Handel erwerben konnte. Das ist die Special Edition CD des Thriller-Albums, die aber in so einer coolen Aufmachung kommt, also mit so einer Art Longbox. Und dann sieht man hier die goldene CD und ja, meine Version ist sogar noch eingeschweißt. Kann ich also jetzt auch nicht auspacken und genauer zeigen. Aber ich kann euch sagen, das könnt ihr hinten auch sehen, dass man das so aufklappen kann hier hinten und sich dann so hinstellen kann. Wie so eine Art Bilderrahmen. Die haben ja auch so Dinger, wo man das dann hier hinten aufstellen kann. Und hier oben ist auch ein Loch, um das an die Wand zu hängen, ein Nagel. Das mache ich mit meiner natürlich nicht. Ja, ihr seht schon, hier steht Schrift auf Deutsch. Das ist natürlich ein Indikator dafür, dass es in Deutschland erschienen ist. Da steht auch hier hinten Sony Music Entertainment Germany. Und es ist im Jahr 2006 erschienen. Für mich ist das sehr cool und ich mag ja generell Sondereditionen, wie wahrscheinlich jeder Sammler, und diese Gold Award Geschichte, die ist echt cool. Da gibt es auch noch andere Versionen von und auch welche für das Bad Album, aber die sind heute nicht Thema. Dann mache ich mal weiter mit einer Sonderedition des Dangerous Albums. Das ist diese hier, die kommt aus Australien und ihr seht schon, das Cover ist ein bisschen anders. Also nur zur Hälfte das Dangerous Artwork und die andere Hälfte besteht aus einem Text bzw. einer Schrift, wo steht, dass hier neben dem normalen Album auch noch Remixe drauf sind. Es handelt sich hier nämlich um eine Version mit 2 CDs, wobei eine CD das normale Dangerous Album ist und die anderen CDs halt Remixe von dem Dangerous Album beinhalten. Es ist in einem Pappschuber drin. Ich pack's mal aus. Sieht dann, wenn es nicht mehr im Pappschuber drin ist, aus wie eine ganz normale Dangerous CD, auch von der Rückseite. Nur, dass hier der Barcode fehlt, weil der ja auf dem Pappcover drauf ist. Und wenn man das dann aufmacht, dann ist hier die normale australische Dangerous CD und dann kann man das hier aber noch weiter aufklappen. Man sieht dann hier noch die Bonus-Disc. Die ist dann auch in diesem typischen Australien-Design, also diesem hellblauen Epic und Compact Disc Logo, wie man das auch von anderen australischen Releases kennt. Und hier ist eben drauf, ja, zum Beispiel der IHS-Mix von Who Is It oder der Black or White Civile & Cole House Club Mix und eben noch verschiedene andere Remixe, auch zum Beispiel der Masters at Work Remix von Rock With You, der ja glaube ich auf den Who Is It Singles immer mit drauf war, der aber ansonsten ja keinen besonderen Bezug zu Dangerous hat. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen seltener, findet man nicht so oft, aber ist trotzdem noch eher in die Kategorie erschwinglich einzusortieren. Ich habe irgendwie 30 Euro oder so dafür bezahlt. Das ist für so eine besonders schöne Sonderedition ja nicht besonders viel. Dann als nächstes wieder Richtung Thriller. Hier habe ich für euch die Japanese Singles Collection. Das ist, wie man schon am Cover erkennen kann, ein Thriller 25 Release, halt aus Japan. Ihr seht auch schon, ist ein Obi-Streifen bei. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal genauer. Er hat sogar eine Innenseite, das finde ich ganz witzig. Haben die Obi-Streifen hier sonst nicht, da sind die nur von einer Seite bedruckt. Und das ist eine Box, die Thriller-Singles, also The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Stylin' Something, Human Nature, PYT und Thriller, das könnt ihr jetzt hier hinten auch nochmal sehen, nachdem ich es vorgelesen habe, als CDs beinhalten. Und die sind dann so aufgemacht wie die Vinyl-Singles aus den 80ern. Das heißt, ich kann euch das mal zeigen. Haben wir so eine Beat It-Single, die übrigens alle nochmal extra in so einem Plastik-Sleeve eingepackt sind, wie man das von Vinyl-Singles kennt. Dann haben wir hier diesen Einleger, der dann beidseitig bedruckt ist. Und hier ist dann auch dieses Inner Sleeve, auch genauso bedruckt, wie das in den 80er Jahren bei den Vinyl-Singles der Fall war. Und haben wir auch noch so ein inneres Sleeve für die Schallplatte, oder in dem Fall natürlich die CD.
Und die ist dann auch so gestaltet wie die Vinyl-Single. Das Konzept finde ich total cool. Das ist eine echt coole Idee. Das gibt es ja auch von anderen Künstlern. Dann allerdings, dass dann die wirklich nochmal auf Vinyl rauskommen, die Singles. Aber hier so auf CD, das ist echt eine witzige Idee. Dann haben wir hier noch Human Nature, The Girl Is Mine. Oh, die halte ich gerade falsch rum. So, Wanna Be Starred in Something und Billie Jean und PYT und Thriller mit dem coolen Billie Jean Videocover. Das Cover ist echt cool, finde ich. Und als letztes ist hier in dieser Box noch ein Booklet drin. Ihr wisst ja, kein japanischer Release ohne Booklet. Oder zumindest fast keiner. Hier sind dann halt noch die Songtexte und sowas mit drin. Na, wie das immer so ist, findet man die häufig nur ohne Obi-Streifen. Und wenn man die dann mit Obi-Streifen findet, ist die leider oft sehr teuer, also so um die 100 Euro. Aber kann man auch für ein bisschen weniger bekommen, wenn man halt geduldig ist. Zurück zu Dangerous. Da habe ich die amerikanische Longbox-Version von Dangerous. Die finde ich total cool. Also wenn man die so in der Vitrine stehen hat, dann hebt die sich natürlich deutlich von den anderen Dangerous-Versionen ab. Ich finde vor allem aber auch die Rückseite sehr schön, weil die halt einen Ausschnitt des Covers so in rangezoomt hat. Die ist echt cool. Und ich muss mal gucken, ja, die CD ist hier unten drin. Das ist dann die normale amerikanische Dangerous CD, die dann keine weiteren Besonderheiten mehr hat. Das Besondere hier ist also dieses Longbox-Cover, was leider auch recht schwer zu finden ist. Ich habe da mal wahnsinniges Glück gehabt und die irgendwie für 10 Euro gekauft. Da war ich am schnellsten. Leider kriegt man die sonst nicht für so wenig. Aber auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung von mir, weil die wirklich sehr schön ist. Das Cover von Dangerous fand ich übrigens schon immer faszinierend. Ich war auch letztes Jahr in dieser On the Wall Ausstellung und habe mir da das Originalgemälde davon angesehen. Das ist wirklich ein ganz tolles Cover, wo man immer wieder neue Details findet. Und Dangerous ist auch mein Lieblingsalbum von Michael. Insofern sammle ich diese Dangerous Sachen sehr gerne. Dann kommt jetzt nochmal Thriller dran. Hier habe ich die japanische Picture Disc von dem Thriller-Album mit Obi-Streifen und vor allem auch mit so einem äußeren Cover. Das kennen wir aus Europa ja gar nicht. Da werden die Picture Discs ja normalerweise, ich sag mal, lose veröffentlicht, ohne noch ein eigenes Pappcover. Aber das haben wir hier. Also auf der Rückseite, wie wir das von anderen Thriller-Pressungen kennen, die Tracklist. Und hier haben wir dann auf der Vorderseite eben noch diesen roten Kreis, der diese Picture Disc umrandet. Hier hinten auf dem Obi kann man übrigens sehen, was noch an Thriller-Pressung rausgekommen ist. Da sieht man zum Beispiel auch die seltene Kassette in der Metal Master Sound Edition. Das finde ich hier noch wert, das zu bemerken. Und auch die Single-Releases werden da noch promoted. Ich nehme es nochmal raus. Dann haben wir hier die Picture Disc. Ist sogar doppelt verpackt. Ich bin gerade tatsächlich überrascht. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier auch dieser rote Kreis drum ist. Aber ich finde es ganz cool, dass so Michaels Kopf dann noch so davor ist. Ihr wisst, was ich meine. Die ist auf jeden Fall super schön. Und meine hat auch wirklich nicht den Hauch eines Kratzers. Also die ist, glaube ich, wirklich unbespielt. Was natürlich sehr schön ist. So, und hier ist dann natürlich auch noch so ein Mini-Booklet drin mit den Songtexten und man kann es aufklappen und dann sieht man diese Zeichnungen noch. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Pressung und die ist gar nicht so schwierig zu finden. Also für unter 50 Euro bekommt man die mit Sicherheit. Also zumindest habe ich deutlich weniger als 50 Euro dafür bezahlt und ist definitiv eine meiner Lieblingspressungen von dem Thriller-Album. Und als letztes bleiben wir nochmal in Japan. Da habe ich noch die japanische Laserdiscs von den Dangerous Musikvideos bzw. Kurzfilmen. Auch mit Obi-Streifen, der sich farblich nicht besonders von dem Rest des Covers abhebt, was ich eigentlich auch mal ganz schön finde. Und auf der Rückseite sieht man dann, welche Musikvideos bzw. welche anderen Videos noch drauf ist. Also zum Beispiel die Super Bowl Performance. Und hinten drin ist dann die Laserdisc. Vielleicht kennt nicht jeder von euch das Format Laserdisc. Das ist, ja, da sind Videos drauf, aber das ist halt so groß und so geformt wie eine Schallplatte. Allerdings mit einer Oberfläche, die mehr an eine CD oder DVD erinnert. War in den 80er und 90er Jahren mal eine Zeit lang angesagt, aber hat sich nicht wirklich durchsetzen können. Und hier ist dann auch noch so ein
aufklappbarer Flyer noch drin, wo vermutlich auch nochmal Songtexte drin sind. Ja, sieht so aus. Also die japanische Laserdisc. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ich mag generell Laserdiscs und so andere Retro-Formate. Ich habe übrigens keinen Laserdisc-Player. Also ich kann die nicht abspielen, die habe ich nur aus Sammlergründen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Formate habt, die ihr gar nicht abspielen könnt, weil ihr den entsprechenden Player nicht habt. Das war's von mir für heute. Vielen Dank, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch und ein Abo und vielleicht auch einen Kommentar da lasst und mich auch mal auf meinem Instagram-Account besucht. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.